Morgen, es ist Montag, bei mir geht's wieder richtig los. Ich habe vor, jetzt meine Ziele komplett umzusetzen ab dieser Woche. Mein Urlaub ist vorbei und ich war ein bisschen traurig, dass er vorbei ist, als er vorbeigegangen ist. Aber jetzt bin ich happy, dass mein Jahr quasi jetzt richtig losgeht, dass ich jetzt in 25 richtig reinstarten kann, mit all meinen Zielen, die ich habe und die ich umsetzen möchte. Einfach weitermachen, dass ich jetzt wieder einen richtigen Alltag habe. Da freue ich mich richtig drauf, weil es ist auch schön, einfach einen festen Rhythmus zu haben. Natürlich könnte ich mir meinen Rhythmus im Urlaub auch beibehalten, aber es ist auch schön, mal aus seinem Rhythmus auszubrechen. Kurz ein kleiner Rückblick zur letzten Woche. Das habe ich mir jetzt immer vorgenommen, dass ich montags so ein bisschen die letzte Woche rekapituliere, beziehungsweise, dass ich nachschaue, welche Ziele habe ich umgesetzt, welche nicht, möchte ich irgendwas anpassen oder sonst was. Ich habe mir vorgenommen, letzte Woche 4-mal Sport zu machen. Ich habe 2-mal Sport gemacht. Mein größtes Problem für mich in Bezug auf den Sport war, dass mein Rhythmus total durcheinander war. Ich habe letzte Woche die ganze Zeit versucht, meinen Rhythmus nach vorne zu schieben, dann ein bisschen früher zu essen und ein bisschen früher ins Bett zu gehen und irgendwie hat das hinten und vorne nicht funktioniert. Und dann wollte ich auch noch was mit meinem Liebsten zusammen machen und das hat alles irgendwie nicht so richtig reingepasst. Ich habe es nicht hinbekommen, das wieder nach vorne zu ziehen. Das ist echt krass, wie groß die Auswirkungen dann so auf geplante Sachen sind. Einfach weil es zu spät ist. Es ist immer zu spät. Und ich bin jetzt richtig froh, dass ich da wieder in meinem normalen Rhythmus jetzt reinkommen muss, weil ich dann einfach meine Sachen auch anders umsetzen kann. Ich habe mir vorgenommen, 5-mal kalt zu duschen. Ich habe es 3-mal geschafft. Für diese Woche nehme ich mir auf jeden Fall vor, die 5-mal durchzuziehen. Ich weiß nicht, ob ich es heute direkt umsetze, aber ich nehme es mir auf jeden Fall vor, weil das mir einfach gut tut. Das ist eine kleine Sache, aber ich kann es nur empfehlen. Meine Atemübung habe ich 7 von 7 Mal gemacht. Da kann ich einen Haken dran machen, Ziel umgesetzt. Ich habe auch das Gefühl, ich bin momentan gut drin. Ich muss es mir aber als Ziel vornehmen, weil ich sonst schneller davon weggleite. Und ich möchte unbedingt bei meinen Atemübungen bleiben, weil die mir so gut tun und ich einfach denke, dass sie mir in meinem Alltag auch mehr Luft zum Atmen geben. Und deswegen habe ich sie mir gezielt als Ziel vorgenommen. Meine Schritte habe ich auch die komplette letzte Woche durchgezogen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie hoch meine Zielsiegessträhne ist. Das muss ich noch in Erfahrung bringen. Aber ich habe meine 7 von 7 Mal Schritte-Ziel erreicht. Und ich habe mir auch vorgenommen, 3-mal mindestens 30 Minuten zu gehen. Das habe ich definitiv erreicht. Ich bin 4-mal teilweise 30 Minuten, einmal 30 Minuten plus, also über eine Stunde, gegangen. 2-mal sogar draußen und 2-mal indoor. Wir sind gestern Abend zu Fuß in die City gegangen, weil wir essen gegangen sind. Und das war so krass. Es war richtig kalt, aber es hat so gut getan. Und ich habe gestern 14.000 Schritte gehabt und ich habe einfach gemerkt, dass ich das absolut nicht mehr gewohnt bin, so viel zu gehen. Es hat mich wirklich angestrengt. Es war wirklich wie so ein kleines Training. Es tut einfach gut. Gehen tut auch gut. Ich habe mir vorgenommen, das jetzt öfter wieder zu machen, dass ich bewusst einfach rausgehe und mehr gehe. Ich habe ja meine 30 Minuten plus vor, mindestens 3-mal die Woche. Aber ich denke dann immer, wenn ich dann so was wie gestern hatte, dass wir in die City gegangen sind und mir das so gut getan hat, also dass ich richtig den Vorteil von dieser Bewegung gemerkt habe, nehme ich mir dann immer vor. Das ist genau das Problem bei mir, weil ich dann immer alles sofort wieder komplett richtig machen will und dann überfordere ich mich. Ich bleibe jetzt erstmal bei den 30 Minuten und wenn ich so mehr gehen will, dann gehe ich halt mehr. So viel zur letzten Woche. Jetzt kommen wir zu meinem Frühstück. Ich habe nämlich einen riesengroßen Hunger. Wir haben 14:08 Uhr und ich werde es jetzt frühstücken. Für mich gibt's Haferflocken mit Sojaske und Heidelbeeren. So schaut's aus. Ich habe mir oben drüber Erythrit reingemacht als Süßungsmittel. Ich habe 75 Gramm Haferflocken, ca. 400 Gramm Sojaske und ich glaube 137 Gramm Heidelbeeren. Ich freue mich auf jeden Fall, das zu essen. Ich habe ja schon etwas länger, nicht mehr so lange ist es auch nicht her, aber ich habe schon etwas länger keine Haferflocken mehr gegessen. Und ich habe mir vorgenommen, mein Frühstück jetzt grundsätzlich wieder vorzubereiten. Das heißt, ich werde sehr oft jetzt in der nächsten Zeit Haferflocken mit irgendwas essen, weil das mir auch so gut bekommt, ist es einfach vorzubereiten und es ist ein nahrhaftes Frühstück und ich müsste es dann einfach nur aus dem Kühlschrank rausnehmen. Das ist für mich auch ein Riesenvorteil. Ich werde jetzt mein Frühstück zu mir nehmen. Wir sehen uns später und ihr seht jetzt wahrscheinlich mein Mittagessen. Das ist jetzt mein Mittagessen. Es ist ein bisschen dubios zusammengestellt, weil ich irgendwie noch total ungeplant in diesen Tag gestartet bin. Ich weiß nur, ich will 2000 essen und irgendwie mache ich das jetzt möglich. Es ist mir ein bisschen komisch, weil ich jetzt heute Abend etwa die gleichen Kalorien übrig habe, wie dieses Mittagessen hat. Also ein bisschen mehr. Und ich bin eigentlich so der Typ, der abends immer relativ viel isst und davor sich das einspart. Aber dann sind die Portionen so groß und ich will das irgendwie anpassen. Deswegen mal gucken, wie es heute Abend ist. Aber es fühlt sich komisch an. Ich habe mir hier einmal einen Salakis warm gemacht. Den habe ich nur ein bisschen klein gemacht und dann in
in die Heißluftfritteuse getan, weil mir kalt ist und ich jetzt einfach mehr Lust hatte, den warm zu essen. Dann habe ich mir noch ein Ei gepellt, das will ich noch mit dazu essen. Das habe ich mir nur ausgewählt, damit meine Eiweißportion ein bisschen höher wird. Und dann 2 Maiswaffeln, weil mehr war jetzt kalorienmäßig nicht drin, weil der Salakis auch gut Fett hat. Und das ist jetzt zwar ein bisschen strange zusammengewürfelt. Ich freue mich aber, das jetzt zu essen. Ich bin mir sicher, alles schmeckt mir für sich. Ich esse sowieso meistens alles getrennt voneinander. Ich werde das jetzt genießen und wir sehen uns gleich. Ich bin jetzt kurz davor, mir mein Abendessen zu machen und ich freue mich schon drauf, weil ich habe einen riesengroßen Hunger und wir haben 21:27 Uhr. Ich bin zwar relativ rechtzeitig losgefahren, aber nicht rechtzeitig angekommen und dann wusste ich jetzt nicht, was ich essen wollte und das musste ich mir erstmal irgendwie zusammenstellen. Für mich gibt es hier einmal Spitzkohl, das sind ca. 220 Gramm. Ich hatte auch irgendwie so Bock auf Spitzkohl. Ich dachte erst, ich mache es pur, aber also ich nehme nur Spitzkohl, aber dann habe ich mir noch die Möhren dazu genommen. Die habe ich mir schon geraffelt. Es ist etwas über 300 Gramm. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Und dann gibt es für mich hier noch den Thunfisch. Den haue ich mir mit in die Pfanne. Und ich habe mir 50 Gramm Reisflocken abgewogen. Die habe ich schon in Wasser eingelegt, weil ich mag das lieber, wenn die eingelegt sind. Und die haue ich gleich einfach so mit in die Pfanne. Ich werde das Ganze mit Butterschmalz anbraten und danach noch was Olivenöl drüber tun und die Gewürze meiner Wahl auch noch mit dran machen. Mein Essen ist fertig. Ich freue mich, das gleich zu essen. Ich habe einen riesengroßen Hunger. Es sieht ein bisschen aus wie ein Eintopf. Wobei ich mich jetzt frage, ab wann ist ein Eintopf ein Eintopf? Ich habe keine Ahnung. Für mich sieht es auf jeden Fall super lecker aus. Ich dachte zwischendurch, oh nee, das wird nichts, weil der Thunfisch ja eigentlich an und für sich schon so trocken ist. Und dann habe ich die Reisflocken reingetan und die am Anfang werden die noch nicht so pampig. Also wenn man mit Reisflocken kocht, dann wird das Gericht eher so ein bisschen breiig. Das ist das hier auch. Ich weiß nicht, ob man das hier so sieht, dass das ein bisschen breiig ist. Das sieht auf jeden Fall lecker aus. Ich freue mich richtig, das zu essen. Ich habe es auch schon probiert. Es schmeckt super. Ich habe für mich einfach nur ein bisschen Knoblauch dran gemacht. Dann habe ich hier mein Lieblingsgewürz, was ich wieder da habe, dran gemacht. Chakalaka. Weil ich mit dem Salz nicht hinterhergekommen bin, habe ich mir noch Sojasauce mit dran gemacht. Und die ist super lecker. Das ist jetzt Werbung, aber die ist trotzdem super lecker. Ich freue mich jetzt, das zu essen. Und ja, ich habe noch Pfeffer. Ich habe noch ordentlich schwarzen Pfeffer mit dran gemacht, damit ich so eine leichte Schärfe habe dadurch. Ich werde mir jetzt auch noch ein bisschen Pfeffer drüber tun und ich habe mir hinterher noch ein bisschen Olivenöl mit drüber gemacht, damit ich einfach auch ein paar gute Fette habe. Und hinterher habe ich mir noch einen Schwung Olivenöl drüber getan, damit ich gute Fette habe. Also alles in allem waren heute meine Portionen fast gleich groß. Also so, sie variierten, aber sie waren alle fast gleich groß, so von den Kalorien her. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sehr mich das satt macht. Also von der Portion her denke ich, ich werde auf jeden Fall gut satt. Ich habe ja immer Panik, dass ich abends nicht satt werde, wenn ich nicht mehr so 800 bis 1000 Kalorien fürs Abendessen übrig habe. Das will ich jetzt ändern und das habe ich jetzt geändert und ich bin mal gespannt. Also ich denke auf jeden Fall, dass es mich satt macht, weil es genauso groß aussieht wie sonst. Hier ist Futurelity. Ich bin abends total in mir zusammengesackt. Das war so ein super Tag, der hat mich voll fertig gemacht. Ihr werdet mich auf jeden Fall jetzt in dieser Woche öfter sehen, weil ich einfach nicht hinterhergekommen bin mit meinen Videos und ich habe es nicht geschafft, die danach zu drehen. Irgendwie war ich ein bisschen gestresst in dieser Woche. Jetzt aber erstmal zu meinem Abendessen. Das war super lecker, gerade die Kombination und auch mit dem Thunfisch. Ich dachte, das wird total trocken. War überhaupt nicht trocken. Es war für mich ein Hochgenuss und jetzt, wo ich es eben gesehen habe, habe ich gedacht, ich muss es mir definitiv nochmal machen. Für mich stand kein Sport auf dem Plan und damit war ich sehr zufrieden, weil als ich hier angekommen bin, war ich total müde. Ich war einfach nur froh, dass ich mich auf die Couch schmeißen konnte und die Ruhe genießen konnte und ich hatte überhaupt keine Lust, noch mich zum Sport zu motivieren und ich hatte überhaupt keine Lust, mich zum Sport zu motivieren. Ich glaube, das hätte ich auch nicht geschafft. Aber meine Schritte, die habe ich geschafft, die habe ich voll bekommen. Ich habe meine 6000 Schritte plus erreicht. Damit war ich total zufrieden. Ich bin in der Wohnung noch ein bisschen hin und her gegangen, keine halbe Stunde, weil da hatte ich einfach keine Lust zu, aber ich musste meine Schritte voll machen und damit war ich aber total d'accord, weil ich stand ja erst am Anfang der Woche. Also ich hatte für alles noch Zeit und war total entspannt. Allerdings habe ich eine Zielsiegesträhne von 9 Tagen und das bedeutet, die 10 ist nicht mehr weit und dann sind die 30 auch nicht mehr weit. Gut 20 Tage, aber ich werde die 30 Tage auf jeden Fall voll machen. Es war ein super erster Tag. Ich hatte total Schiss vor diesem Tag. Ich war zwar total müde, weil ich meinen Rhythmus nicht umgestellt hatte und ich dann einfach früher aufstehen musste, aber trotzdem war ich sehr zufrieden, dass ich das für mich dann gewuppt habe. Ich bin sonst der Typ, der auch gerne verschläft und ich habe auch nicht verschlafen und das hat mich richtig zufriedengestellt. Ich bin einfach aufgestanden, habe meine Dinge erledigt, habe irgendwie mir meine Ziele gesetzt und habe ein paar umgesetzt, also eigentlich nur die Schritte und ein paar nicht. Aber mein Kalorienziel, was ich mir gesetzt habe, das habe ich auch umgesetzt und damit bin ich sehr zufrieden. Ich bin wirklich erstaunt, wie entspannt man mit einem niedrigen Kaloriendefizit ist. Ich habe zwar so ein bisschen Schiss davor, dass ich nicht abnehmen werde, wenn ich das so weitermache. Ich werde das jetzt aber auch einfach
trotzdem weiter für mich testen. Ich fange ja gerade erst damit an, aber ich werde trotzdem erstmal lange dabei bleiben, mindestens 3 Monate, damit ich dann sagen kann, ob es für mich funktioniert oder nicht. Ich habe das halt noch nie so gemacht mit einem niedrigen Kaloriendefizit und das ist für mich dann eher aufregend, weil ich dann so ein bisschen dran zweifle, ob es funktioniert oder nicht, aber trotzdem will ich es mal machen. Ich habe das nur mal so 3 Tage oder eine Woche durchgezogen und habe dann gedacht, es funktioniert nicht und habe es sein gelassen, aber ich habe meinem Körper einfach keine Zeit gegeben, sich da reinzufinden. Da bin ich jetzt ein bisschen aufgeregt, weil ich auf der einen Seite denke, oh Gott, du musst dann bestimmt wieder umlenken und auf der anderen Seite denke ich, nein, bleib cool, zieh's durch, zieh's einfach durch. Meine Ziele für diese Woche bleiben eigentlich überwiegend gleich. Ich möchte 4-mal Sport machen, ich möchte das für mich umgesetzt bekommen. Ich möchte 3-mal 30 Minuten am Stück gehen, hin und her gehen oder spazieren gehen, wie man es nennen könnte. Einfach so für mich, damit ich eine alltägliche, leichte Bewegung habe, 30 Minuten am Stück, weil ich einfach gerne gehe. Ich gehe gerne. Ich möchte jeden Tag mein Schritteziel erreichen, was bei 6.000 Schritten liegt. Also ich kann mehr gehen, ich muss aber nicht mehr gehen. Ich will mich nur nicht unter Druck setzen, deswegen liegt es bei 6.000 Schritte. Ich bin so ein Highscore-Typ. Ich möchte 5-mal kalt duschen und ich möchte meine Atemübungen machen. Und das Allerwichtigste für mich ist es, gut mit mir umzugehen. Ich möchte meine inneren Kritiker stumm stellen, weil die mich teilweise wirklich runterziehen. Die machen mich wirklich fertig. Ich habe manchmal so negative Gedanken über mich selber, dass ich einfach nicht nach vorne komme, dass ich verharre. Und ich möchte nicht mehr verharren. Ich möchte nach vorne kommen. Und deswegen möchte ich mich positiv motivieren und meine negativen Gedanken oder negativen Stimmen stumm stellen. Die können ruhig noch da sein, aber ich beachte sie nicht mehr. Ich rede da sowas von positiv dagegen, dass die einfach niedergeschmettert in der Ecke liegen und glücklich werden. So stelle ich mir das vor. Also das Allerwichtigste ist, gut mit mir umgehen. Und was ich mir auch vorgenommen habe, ist, wenn ich ein Ziel für mich nicht erreiche, dass ich dann mich nicht fertig mache, sondern dass ich mich motiviere, beim nächsten Mal das Ziel zu erreichen oder zu gucken, habe ich mir das jetzt zu hoch gesetzt? Muss ich irgendwas ändern? Das ist für mich jetzt so das Wichtigste, dass ich mehr den Fokus dann darauf setze, was ich geschafft habe und sage, guck, das hast du gut gemacht und dass ich mich damit mitreiße. Das ist mein Ziel für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen gibt es wieder einen Mini-Vlog und am Mittwoch gibt es wieder einen großen YouTube-Vlog.